Heute möchte ich einen Balkan-Klassiker vor dem Aussterben bewahren und ich zeige euch, warum er für uns ein Sinnbild fürs Genießen ist. Falls ihr mein Rezept für selbstgemachten Povidel bzw. Pflaumenmus bereits kennt, habt ihr vielleicht Lust, etwas Neues auszuprobieren. Wir brauchen in erster Linie Zwetschgen bzw. Pflaumen und der Zustand dergleichen ist wichtig, das heißt, die sollten nicht zu weich und zu reif sein, denn sonst zerfallen sie euch beim Kochen, sondern sollten eher eine relativ feste Struktur haben und sie sollten keine Mängel aufweisen, also keine Pilzrückstände, Flecken oder ähnliches. Ganz traditionell werden die Zwetschgen folgendermaßen bearbeitet. Ich mache es zwar im Video später ein bisschen anders, aber ich zeige es jetzt für alle, die es genauso machen möchten. Und zwar müsst ihr sie in erster Linie schälen. Dafür braucht ihr ein kleines, möglichst scharfes Messer und versucht eben so wenig wie nur möglich vom Fruchtfleisch zu entfernen. Um die ganze Frucht zu bewahren, aber den Kern zu entfernen, braucht ihr ein Metallstäbchen oder einen Trinkhalm aus Metall und damit drückt ihr den Kern quasi einfach durch. Die Alternative ist, sie nicht zu schälen und sie stattdessen einfach längs oder quer zu halbieren und den Kern zu entfernen. Ich mache es immer nach der zweiten Methode. Erstens, weil das Schälen extrem aufwendig ist und zweitens, weil ich einfach möchte, dass meine Zwetschgen im Zuckersirup später so eine schöne lila Farbe bekommen und wenn ihr sie schält, dann sind sie eher gelblich. Also ihr müsst euch selber dafür entscheiden, was euch lieber ist. Und ihr seht hier, wie bereits erwähnt, Flecken, kaputte Zwetschgen und ähnliches bitte nicht verwenden. Jetzt brauchen wir 1,5 Liter Wasser und einen Esslöffel Natron und in diese Mischung legen wir die gewaschenen und entkernten Zwetschgen ein. Eigentlich verwendet man hierfür eine Kalklösung, also ein bisschen wie Wandfarbe mit Wasser gemischt, aber die moderne Hausfrau ist zu Natron übergegangen, weil es halt einfach gesundheitlich auch unbedenklicher ist. Jetzt lasst ihr die Zwetschgen einfach für 30 bis 45 Minuten in diesem Wasser stehen. Jetzt brauchen wir 1 Kilogramm Zucker und 300 Milliliter Wasser. Diese zwei Zutaten gründlich vermischen, auf den Herd stellen und erstmal aufkochen. Während der Sirup am Aufkochen ist, könnt ihr schon mal die Zwetschgen aus dem Wasser wieder herausholen. Wenn sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und euer Sirup so kocht, also richtig stark blubbert, könnt ihr die Hitze reduzieren. Bei mir ist das Stufe 6 von 9 und jetzt gebt ihr die Zwetschgen dazu und 2 bis 3 Zitronenscheiben. Sobald ihr diese hinzugefügt habt, kocht ihr alles nochmal auf höchster Stufe auf. Nach ungefähr 5 Minuten könnt ihr auch die Zitronenscheiben entfernen und wenn sich viel Schaum bildet an der Oberfläche, könnt ihr diesen grob abschöpfen. Wenn all das erledigt ist, wird die Hitze wiederum reduziert. Bei mir ist es Stufe 6 von 9 und ihr kocht sie ohne Deckel zunächst für 20 Minuten. Danach reduziert ihr die Hitze wiederum, bei mir ist es Stufe 4 von 9 und kocht sie für weitere 30 bis 35 Minuten. Dabei den Schaum, der sich an der Oberfläche bildet, immer wieder abschöpfen und wenn eure Zwetschgen relativ reif sind, kann es sein, dass sie schon nach 30 Minuten fertig sind. Behaltet sie also immer im Auge. Circa 5 Minuten vor Ende der Kochzeit fügt ihr Zitronensäure hinzu. Die ist nicht nur ein natürliches Konservierungsmittel, sondern sorgt auch dafür, dass diese extreme Süße der Zwetschgen und des Sirups ein bisschen abgeschwächt wird. Ihr seht, die Zwetschgen sollten ihre Form behalten, also die sollten jetzt nicht matschig werden, deswegen müsst ihr auf die Kochzeit achten. Der Sirup ist noch ein bisschen flüssig, aber das ändert sich, denn jetzt wird das Ganze mit einem feuchten Tuch abgedeckt und ihr lasst die Zwetschgen jetzt einfach über Nacht stehen. Und am nächsten Tag sieht es so aus, wenn sie ausgekühlt sind, dann ist auch der Sirup dickflüssiger. Die Zwetschgen haben so eine richtig schöne dunkellila oder dunkelrote Farbe, also sie sehen richtig herrlich aus. Jetzt werden die Pflaumen in heiße bzw. warme Schraubgläser umgefüllt, die ihr sterilisiert habt. Und wie das funktioniert, habe ich euch im Detail in meinem Video zu Povidel bzw. Pflaumenmarmelade gezeigt und werde euch dieses natürlich überall verlinken. Hygiene ist also das A und O bei der Zubereitung von eingemachtem Gemüse oder Obst. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Zwetschgen immer im Sirup schwimmen. Also sie sollten an der Oberfläche nicht einfach herausschauen, sondern immer vom Sirup bedeckt sein. Fest verschrauben und das war's auch schon. Und jetzt könnt ihr sie an einem kühlen und dunklen Ort lagern für mindestens ein Jahr. Mit einem Kilo Zwetschgen habe ich also ein großes, ein mittelgroßes und 3 kleine Schraubgläser produziert. Und jetzt folgt die Schönheitsbehandlung, jetzt werden sie nämlich mit ein bisschen Stoff bedeckt und beschriftet. Mein Trick, um den Stoff leicht anzubringen und zu binden, ich verwende einfach ein Gummiband, das ich dann später mit einer Pinzette entferne.
Serviert sie stets gut gekühlt, zum Beispiel pur, zum Kaffee, so wie es traditionell üblich ist, oder auch zu Kaiserschmarrn und anderen Desserts und Eis, im Grunde zu allem, was mit der leichten Säure der Zwetschgen gut harmoniert. Das sind übrigens die Schüsselchen, die traditionell für Slatko od Sliwa oder für andere Fruchtsorten verwendet werden, und ihr seht, die sind sehr klein. Da passen maximal 2 Fruchtstücke hinein und das hat einen Grund. Ihr sollt diese Zwetschgen nämlich nicht einfach essen, sondern genießen. Das ist das, was man bei uns am Balkan als Čeif bezeichnet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok.